hätte fast mit meiner eigenen Tochter geschlafen. Wir bekommen zusammen ein Kind. Ich bekomme ein Kind. Was soll das heißen? Dass du es nicht zu Gesicht bekommst. Ich wollte dich flachlegen, mehr war das nicht. Die Verzichterklärung auf das Kind, die du unterschreiben wirst. Du bedeutest mir nichts. Die Verzichtserklärung? Unterschrieben. Du bist noch dümmer, als ich dachte. Warum sagst du sowas? Du liebst mich auch, das weiß ich. Ich wollte nur meinen Spaß haben, mehr nicht. Du lügst! Warum soll ich das denn tun? Weil du so komisch bist, seitdem meine Mutter wie eine Irre ins Hotelzimmer gekommen ist. Was hat sie dir gesagt? Nichts weiter. Ist sie dir wieder mit meinem Alter gekommen? Verdammt nochmal, ich wollte dich rumkriegen und das habe ich geschafft. Du hättest das getan, ob wir tatsächlich miteinander schlafen, ist für mich völlig bedeutungslos. Das glaube ich dir nicht. Gott, nochmal, das hat mir eben geschmeichelt. Ich meine, du bist jung, du bist ganz hübsch. Ich wollte halt wissen, ob ich es noch drauf habe. Du hast doch nicht ernsthaft geglaubt, dass mir das irgendwas bedeutet, oder? Aber es war so schön letzte Nacht. Ja, so ein bisschen unbeholfenes Gefummel, das kann ja auch ganz lustig sein. Aber, weißt du, das verliert einfach recht schnell seinen Reiz. Tja, ich habe noch zu tun, wenn du mich jetzt allein lassen könntest. Hat Sebastian wirklich unterschrieben? Damit verzichtet er ja auf alle Rechte an seinem Kind? Mhm. Er will mich beeindrucken, um mich zurückzuerobern. Er liebt dich. Na, denk doch mal drüber nach. Marlene, verschon mich mit deinen schwülstigen Vorstellungen von Romantik, ja? Nur weil Sebastian Mobile aufhängen kann, werde ich mich nicht gleich an ihn ranschmeißen. Du liebst ihn immer noch. Nein, das tue ich nicht. Ich bin froh, dass in einigen Wochen die Geburt ist. Ich freue mich auf mein neues Leben in New York. Ja. Ach, Tanja, Sebastian wird ein wundervoller Vater. Väter werden überschätzt. Du hast einfach so unterschrieben? Damit hast du bereits das zweite Kind verloren. Und ich einen Enkel. Hast du nicht. Ach, ist das so? Ich muss versuchen, Tanjas Vertrauen zurückzugewinnen. Und das schaffe ich nicht, indem ich auf meinem Umgangsrecht bestehe. Sie wird diese Verzichtserklärung ganz von allein zerreißen. Tanja vertraut niemandem, nur sich selbst. Das war schon immer so und das wird auch so bleiben. Sie hat mir vertraut, bis sie die Tonbänder über ihren Ausraster gefunden hat. Mein Gott, Sebastian. Deshalb haben wir doch diese Aufnahmen gemacht, damit du etwas in der Hand hast, falls sie dir das Kind entziehen will. Jetzt hast du den Trumpf aus der Hand gegeben. Glaubst du wirklich, dass du Tanja zurückerobern kannst? Besondere Frauen bedürfen besonderer Gesten. Zum Beispiel Julius Caesar schenkte seiner Kleopatra ein Königreich, um ihre Gunst zu erlangen. Oder für Katharina die Große stürzte sich Fürst Potjomkin in entsetzliche Kriege. Willst du jetzt auf Königsbrunn Krieg anzetteln? Nein. Wer zufällig keine Ländereien oder Armeen zur Verfügung hat, der muss erfinderisch sein. Ist gut, oder? Gräfin, das hier ist für Sie.
Ich werde nicht aufhören, um dich zu kämpfen, weil ich dich liebe, Sebastian. Eine fliegende Ratte. Toll. Timos Lieblingstortilla. Vielleicht kommt er ja zum Mittagessen. Hast du ihn heute Morgen gesehen? Ich find's schön, dass er wieder da ist, aber noch lieber wär's mir, wenn er auch mal wieder mit uns reden würde. Er ist enttäuscht und muss sich erst mal sortieren. Aber er weiß doch, dass du sein Vater bist. Ist das so? Du warst der Erste, der ihn nach seiner Geburt im Arm gehalten hat. Ich war schon froh, wenn ich ihn überhaupt mal halten durfte. Vielleicht sollte ich mal mit Timo reden. Danke, aber das schaffen wir schon alleine. Vielleicht ist es ein Versuch wert. Ich bin ja sozusagen unbeteiligt. Sozusagen. Was meinst du damit? Ich meine damit, dass ich mir da nicht so sicher bin, ob du nicht doch was damit zu tun hast, dass Timos Geburtsurkunde ihm rein zufällig in die Hände fällt. Das ist doch jetzt ungerecht. Vielleicht. Auf jeden Fall können wir auf deine Hilfe dankend verzichten. Wie du willst. Was hältst du von Flugstunden? Ich weiß nicht. Würde das nicht wie Bestechung aussehen? Und wenn schon. Es ist ein erster Schritt, wieder mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich lasse mich für heute Nachmittag in der Praxis vertreten und fahre mal gleich in der Flugschule vorbei. Jetzt sofort? Je länger es in Timo gärt, desto schwieriger wird es, wieder an ihn ranzukommen. Und ein Versuch ist es wert, oder? Ach, Justus, wären Sie so gut und leeren den Papierkorb in meiner Suite, da ist Müll drin. Sehr wohl. Und entfernen Sie doch auch das Ungeziefer. Ungeziefer auf Königsbrunn. Und es überträgt ansteckende Krankheiten. Ungeziefer. Die Gräfin meinte eine Taube. Was tust du da? Enten füttern. Jetzt komm schon, Nico. Ich weiß doch genau, dass es hier gar keine Enten gibt. Dann eben die Karpfen. Die brauchen schließlich auch was zu essen. Karpfen ernähren sich von Würmern und so einem Zeug. Dann kriegen sie ja heute was ganz Besonderes. Wenn du so weitermachst, sind die bald zu fett zum Schwimmen. Warst du mit Philipps Eltern? Es war gut, dass ich da war. Ich habe mich mit Trutz versöhnt und ich weiß, dass es richtig war, die Maschinen abzuschalten. Ja. Wahrscheinlich war es Zeit, ihn gehen zu lassen. Und bei dir? Was ist los mit dir? Nichts eigentlich. Ach komm, lenk mich ein bisschen ab. Kim. Oh, bitte. Immer noch die 17-Jährige, in die du auf gar keinen Fall verliebt bist? Ja, mittlerweile ist sie 18 und ich wollte mit ihr schlafen. Ansgar, das Thema hatten wir doch. Oh, das kann doch jedem mal passieren. Bitte? Naja, dass du nicht... Sag mal, spinnst du ein bisschen? Das war nur wirklich nicht das Problem. Also wie auch immer, auf jeden Fall bin ich froh, dass ich es nicht getan habe. Also, dass ich so meine Zweifel habe wegen eures Altersunterschieds, aber du nimmst sicher wie ihr Vater. Ich bin ihr Vater. Wiederhören. Von Lahnstein? Ach, dann geben Sie die Unterlagen Jessica. Die wird sie dann durchfaxen. Ja. Ihr Kamillentee. Sehe ich aus, als wäre ich 80. Sie haben doch gesagt, dass... Ja, und jetzt habe ich meine Meinung geändert. Ich will einen Kaffee. Kommen Sie nach Ihrem Termin immer ins Büro zurück? Welcher Termin? 15 Uhr, Mr. Johnson aus New York? Wie bitte? Warum weiß ich davon nichts? Ich habe den Termin nicht gemacht. Es war Rebecca von New York aus.
Ich bin nicht vorbereitet, sagen Sie ihn ab. Auf Englisch? Von mir aus auf Chinesisch. Aber das geht nicht. Johnson rührt in den USA die Werbetrommel. Ohne ihn wird niemand nur einen Pieps von Linie Clarisse erfahren. Okay, Jessica, Sie reservieren einen Tisch im Schneiders. Dann besorgen Sie mir die Unterlagen zur europäischen Kampagne und ich will bis zu meinem Termin nicht gestört werden. Ist alles in Ordnung? Hast du einen Krampf? Wenn ich dich sehe, immer. Und ich hatte schon gedacht, du brauchst Hilfe. Dann rufe ich die Putzfrau. Die ist kompetenter als du. Hast du nichts zu tun? Hallo Timo. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Wenn meine Eltern Sie geschickt haben, dann vergessen Sie es. Sie haben keine Ahnung, dass ich hier bin. Sie hätten dir längst sagen müssen, dass Ricardo nicht dein Vater ist. Aber da mische ich mich nicht ein. Hey! Hallo, ihr beiden. Das ist ja eine Überraschung. Patrian, Leonie. Oh, jetzt seid ihr mir zuvor gekommen. Eigentlich wollte ich zum Eisessen einladen. Ich wollte eigentlich nur mal ins Zentrum. Das läuft dir doch nicht davon. Hey, das Geburtstagskind. Na, wie fühlt man sich volljährig? Schissen. Es ist vorbei. Oh, jetzt aber nicht heulen, ja? Oh Mann, deine Mutter, die kann echt eine Furie sein, oder? Woher weißt du, dass sie dazwischen geplatzt ist? Was? Andi, Nee, sie ist halt hier vorbeigekommen, kurz nachdem du mit Ansgar abgehauen bist. du hast ihr erzählt, dass ich mit Ansgar weg bin? Nein, also nicht wirklich. Sie hat mich total rund gemacht. Ja, aber das heißt doch nicht gleich, dass du ihr das erzählen kannst. Hab ich auch gar nicht, das war Jessica. Ach, komm schon, hey, du bist doch jetzt 18, du hattest eh vorgehabt, es ihnen zu sagen. Ja, aber ich wollte es ihm sagen. Toll! Und du bist dir wirklich sicher? Und an Victoria erinnerst du dich überhaupt nicht mehr? Ich bitte dich, ich kann mich doch nicht an jede Frau erinnern, mit der ich meine Nacht verbracht habe. Jedenfalls habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was mit mir nicht stimmt. Ich meine, warum ich mir die Kleine nicht einfach ins Bett geholt habe. Es war offensichtlich, dass sie es will. Ich dachte, du willst dir einfach nicht eingestehen, dass du auf eine 17-Jährige stehst. Nico, jetzt macht das alles einen Sinn, dieses eigenartige Gefühl. Ich habe mich zu ihr hingezogen gefühlt, weil sie meine Tochter ist, verdammt. Und jetzt? Wie wollt ihr es ihr sagen? Na, gar nicht, natürlich. Was? Ansgar, das kannst du nicht machen. Sie ist deine Tochter. Ja, und wie stellst du dir das vor? Soll ich zu ihr hingehen und sagen, hallo Kim, ich bin dein Vater. Pass auf, das mit mir und deiner Mutter, das war ein unbedeutender Quickie. Wir beide können jetzt auch nichts mehr miteinander anfangen. Und naja, dass du pervers bist, hey, mach dir nichts draus. Hast du wahrscheinlich von mir. Egal, ihr könnt sie nicht weiterhin anlügen. Hast du dich mal gefragt, wie sie das für Kim anfühlt, wenn sie erfährt, dass sie sich in ihren eigenen Vater verliebt hat? Natürlich wird es nicht leicht für sie sein, damit klarzukommen. Aber niemand hat das Recht, jemandem so etwas zu verheimlichen. Auch du nicht. Elisabeth! Ach, kommen Sie doch rein. Ich muss nur ganz schnell meine Muffins aus dem Ofen holen. Möchten Sie einen Kaffee? Nein, 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 um Gottes Willen. Ich war zufällig in der Gegend und dachte, ich schau mal vorbei und frage, wie es Ihnen geht. Ich hatte Angst vor Thomas' Reaktion. Davor, dass unser ganzes Leben auseinanderfliegt. Also habe ich den Mund gehalten. Und das muss meine Tochter jetzt ausbaden. Die Victoria, Sie konnten doch nicht wissen, dass das so weit kommen würde. Aber ich hätte sofort die Wahrheit sagen müssen. Egal, was für Konsequenzen das für mich hat. Und jetzt ist es zu spät. Sie darf die Wahrheit nie erfahren. Sie wollen es Ihrer Tochter nicht sagen? Ja, aber wie denn? Ich kann ihr doch schlecht sagen, dass sie fast mit ihrem Vater geschlafen hätte. Aber ich will sie auch nicht länger anlügen. Aber ich kann ihr auch schlecht die Wahrheit sagen. Auch wenn das heißt, dass sie mich für den Rest ihres Lebens hassen wird. Was soll ich Kim denn sagen? Ich wäre wahrscheinlich genauso ausgeflippt, wenn Mama mir so eine Szene gemacht hätte. Also mir wäre es lieber gewesen, deine Mutter hätte dich und Hagen erwischt statt Kim und Ansgar.
Aber das kriege ich doch vorgehalten, wenn ich 80 bin, oder? Bis dahin habe ich meine Töchter mit ihren Männergeschichten längst unter die Erde gebracht. Papa, Hagen war keine Geschichte. Und Ansgar ist es für Kim auch nicht. Heißt das, du findest es gut, wenn sich unsere Kleine mit einem Kerl abgibt, der 20 Jahre älter ist als sie? Wenigstens weiß er, was er tut. Ist nicht das Schlechteste, was einem beim ersten Mal passieren kann. Dana, es gibt Dinge, die will sich ein Vater nicht mal vorstellen. Ich will doch einfach nur, dass unsere Kleine wieder ein bisschen lacht. Sie wird heute 18. Mahlzeit. Noch jemand? Oh, nee, danke. Und du hast uns alles nur vorgespielt. Also in erster Linie habe ich einer Freundin geholfen. Also das wüsste ich aber. Kims Geburtstag ist ein Desaster. Und deine Geheimniskrämerei hat nicht gerade geholfen. Die waren auch schon mal besser. Du und Marlene, am besten schlag dir Kim vor, dass sie heute Abend irgendwas ohne uns unternehmt. Ich glaube, es ist besser, wenn sie heute Abend ohne ihre Mutter feiert. Ich glaube nicht, dass Kim überhaupt Lust hat zu feiern, nach dem, was Mama erzählt hat. Man wird doch nur einmal 18. Es muss doch irgendetwas geben, was sie zumindest ein bisschen ablenkt. Ich hätte da vielleicht eine Idee. Na, hoffentlich eine gute. Du hast einiges wieder gut zu machen. Doch, die Idee ist schon gut, aber wir bräuchten Marlenes Hilfe. Ich habe einen Schulterträger. 6-sitzig. Einen was? Die Flügel liegen über dem Rumpf. Die Gondel hängt so. Ist ein fantastisches Flugzeug. Klingt ganz toll. Timo wird es lieben. Ist er da? Nein. Irgendwo muss er stecken. Frech und kitzelig. Hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf. Wir könnten hier was zu essen und zu trinken holen und ein Picknick machen. Fast wie ein kleiner Familienausflug. Hören Sie mir auf mit Familie. Es reicht mir schon, wenn ich zu Hause schlafen muss. Okay, überzeugt. Ich auch. Adrian, machen Sie auch mit? Ja, klar. Vielleicht ist er im Zentrum. Ich kenn du. Tschüss. Hey, das ist eine total gute Idee. Ich meine, das Einzige, was Kims Geburtstag jetzt noch retten kann, das ist ihre Lieblingsband. Ja, nur leider ist das Konzert schon seit Wochen ausverkauft. Oh nein, dann ist es ja vielleicht doch kein so guter Plan. Aber Andi meinte, Tristan könnte uns vielleicht helfen durch seine Kontakte. Ich habe ihm auch schon mal eine SMS geschickt. Ja, ein Versuch ist es wert. Mhm. Ansonsten schleichen wir uns als Groupies ins Hotel. Ihr wolltet mich sprechen? Ja, wir brauchen ganz dringend deine Hilfe. Wir wollten Kim überraschen mit Karten für ihre Lieblingsband. Nur leider ist das Konzert ausverkauft. Ja, und normalerweise würden wir dich das auch gar nicht fragen, aber es ist wirklich ein Notfall. Das ist der schlimmste Geburtstag, den Kim jemals hatte. Wie viele? 3? Also, außer du möchtest mitkommen. Wird das nicht so ein Familiending? Du gehörst hier zur Familie. Als mein Schwager? Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. No, it's in a... I don't know the word. Restaurant? Restaurant, yes. Oh, sorry, my English is not the yellow of the egg. It's in a restaurant in the center of Düsseldorf. Yes, and it's called Schneiders. Have you something to write? I can spell it. S like sex. Jeder Taxifahrer kennt das Schneiders. Good idea. Oh, no, not you. I to talk to another man. You can ask the taxi driver, and he will bring you to the Schneiders. Yes, super. Bye. Bye. Tja, da hat sich ja mein Englischkurs gelohnt. Oh, that was not to overhear. Ja, ich muss ja mal langsam. Frau Polanschin hat heute nämlich einen wichtigen Termin. Ach. Ja, aber ich darf nicht drüber reden. Streng geheim. Aber langsam sollte sie mal los.
bist ja kreidebleich. Das ist mein Make-up. Das ist der neueste Schrei auf den Laufstegen. Eiskalt. Tanja, du brauchst einen Arzt. Ich habe gehofft, mit der Unterschrift bin ich dich los. Jetzt hör mir mal zu. Ich überlasse dir das Baby, aber ich gucke noch lange nicht dabei zu, wie du deine Gesundheit aufs Spiel setzt, okay? Ich muss los. Hey. Boah, sucht euch ein Zimmer, das will keiner sehen. Sie haben recht. Ich bin feige und egoistisch. Ich hatte einfach Angst, dass meine Ehe auseinanderbricht, wenn mein Mann erfährt, dass ich von einem Wildfremden schwanger bin. Aber Sie kennen Thomas nicht. Er ist der ehrlichste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ja, ja, ich bin mir sicher, die Geschichte ihrer Liebe ist rührend und einzigartig. Herrgott, nochmal, was wollen Sie denn? Ich hatte Sie gebeten, niemandem was zu sagen. Dabei ging es mir nicht nur um Thomas, sondern vor allen Dingen um Kim. Das überrascht mich aber. Bisher hatte ich immer den Eindruck, dass es Ihnen ausschließlich um sich selbst geht. Haben Sie irgendeine Ahnung davon, wie Kim sich fühlen muss, wenn sie erfährt, was beinahe passiert ist? Wie soll sie damit fertig werden? Ja, stellen Sie sich vor, das hab ich. Und wenn Sie noch darüber nachgedacht haben, ob Ihr kleines Spießerglück den Bach runtergehen könnte, habe ich an fast nichts anderes gedacht. Sie werden Kim nicht sagen, dass Sie Ihr Vater sind. Keine Sorge, von mir erfährt sie nichts. Und so wie ich heute mit ihr umgegangen bin, wird sie ohnehin nicht mehr mit mir reden wollen. Hey. Na, du Zwerg? Wir haben dich gesucht. Jetzt sag mir aber nicht, dass ich nicht zu Ansgar passe. Was hört ihr denn da? Ich glaube, das sind die Dripping Animals. So schlecht sind die gar nicht. Hallo? Das ist das beste Album, was sie jemals rausgebracht haben. Sag mal, Mädels, kann das sein, dass die heute live spielen? Ich glaube schon. Vielleicht sollten wir da mal vorbeischauen. Super gute Idee. Das könnt ihr vergessen. Die sind komplett ausverkauft. Was? Da haben wir aber Glück gehabt. Oh, cool! Oh mein Gott. Oh nein, es tut mir jetzt leid. Das sind irgendwie nur 2 Karten. Oh. Hey, wir erzählen dir später, wie es war, ja? Was, ihr wollt da hingehen? Ihr seid doch viel zu alt dafür. Nein, so habe ich das jetzt nicht gemeint. Ihr seht toll aus, wirklich. Gerade noch mal die Kurve gekriegt. Schau mal, da ist ja noch eine. Du, wir könnten Tristan fragen, ob er mit. Ja, total gute Idee. Genau das machen wir. Nein, auf gar keinen Fall. Gib her. Kimi. Hey, jetzt ist mal Schluss mit Trübsalblasen. Es ist dein Geburtstag und der wird gefeiert. Scheiß auf die Kerle.
Aber ist ja doch echt fies. Die hab ich auch lieb. Aua. Können Sie das mal ein bisschen festhalten? Ich habe Ihnen jetzt was zur Stabilisierung gespritzt. Sie sollten jetzt aber wirklich heute auch im Bett bleiben. Darum werde ich mich schon kümmern. Vielen Dank. Gut, Wiedersehen. Wiedersehen. Ich habe einen wichtigen Termin, ich will los. Du hast doch gehört, was der Arzt gesagt hat. Oder willst du die Gesundheit unseres Babys aufs Spiel setzen? Mein Baby. Was immer du willst. Du bist schuld, dass ich hier liege. Ich hasse dich. Ich hasse dich doch auch. Ich habe noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Komme dann aber so schnell wie möglich zurück. Dieses Mistvieh ist auch noch da. Vibração. Vibração. Er scheint für einen Augenblick die Wut auf seine Eltern vergessen zu haben. Ne? Sie werden wieder zueinander finden. Das tun Familien. Sie mögen sich. Oder was glaubst du? Ach, du siehst Gespenster. Sie sind Freunde, weiter nichts. Naja, jedenfalls ist es nicht dein Job, ihnen zu sagen, dass sie verwandt sind. Was du schon wieder denkst? Also, das Album ist schon geil, aber live, Hammer. Nur schade, dass die Band schon weg war, als du uns in den Backstage-Bereich gebracht hast. Ja, das war schlecht organisiert. Hey, das war der perfekte Abend. Jetzt sind noch ein paar Leute, die dir gerne gratulieren würden. Auch wenn du sie nicht eingeladen hast. Nein. Oh Gott, ihr seid irre. Happy Birthday. Danke. Ihr wart cool drauf heute. Hat's dir gefallen? Also, wenn du mich so fragst, Lady Lane war ein bisschen verholpert, oder? Hast du das gehört? Ja. Das war eine super Idee, Andi. Ich glaube, ich hatte was wieder gut zu machen. Wir sollten uns wirklich öfters streiten, wenn du das so löst. Danke. Es wird noch mehr Geburtstage geben. Und die feiern wir bestimmt zusammen. Ich schätze, ich muss damit leben, dass Kim sauer auf mich ist. Das wäre ich an ihrer Stelle auch. Du hast ja auch recht. Ich wünsche mir auch jemand anders als Ansgar von Lahnstein für unsere Tochter. Außerdem könnt sie damit ruhig noch ein bisschen warten. So 20 Jahre vielleicht? Hey. Das wird schon wieder. Du bist die beste Mutter der Welt. Und eines Tages wird Kim merken, dass du nur das Beste für sie wolltest. Du solltest doch liegen bleiben. Ich brauche kein Kindermädchen, Sebastian. Du willst aber doch nicht etwa zu deinem Termin mit Mr. Johnson? Woher weißt du das? Jessica. Mr. Johnson war sehr dankbar, dass ich seinen Rückflug so kurzfristig umbuchen konnte. Maschine müsste jetzt gerade in die Luft gehen. Beeindruckender Mann übrigens. Ich hätte es wissen müssen. Erst machst du eine auf heile Welt, verzichtest aufs Umgangsrecht und sabotierst hinter meinem Rücken mein Geschäft? Willst du nicht erst mal einen Blick auf die Konditionen werfen, die ich für dich ausgehandelt habe, bevor du dich hier unnötig aufregst?
Ich konnte ihn davon überzeugen, dass die Werbung für Linie Clarisse sehr lukrativ in den USA sein wird. Daher habe ich ihn um 3,5% runtergehandelt. Ich hoffe, das war in deinem Sinn. Sebastian, warum machst du das alles? Was tut man nicht alles für die Menschen, die man liebt? Sehen wir uns zum Abendessen? Ich bin froh, dass wir wieder miteinander reden. Habe ich mich zu früh gefreut. Schau mal, die beiden haben es doch auch geschafft. Ja, aber mein Vater ist irgendein One-Night-Stand, von dem meine Mutter nicht mal den Namen kennt. Ich wette, sie hat gekotzt, als sie festgestellt hat, dass sie schwanger ist. Das geht vielen Frauen so. Aber sie hat sich für dich entschieden. Ist ja auch Schnuppe. Nichts ist Schnuppe. Du weißt, wie sehr dich deine Eltern lieben. Familie ist das Wichtigste im Leben. Ganz ehrlich? Auch wenn du jetzt wütend bist, wirf das nicht weg. Hey, klar habe ich dich wiedererkannt. Wie könnte ich so eine schöne Frau wie dich vergessen? Schade, dass du nicht mitkommst. Ich wäre total gerne mit euch auf Tour gegangen. Trinken wir noch was? Komm, du bist jetzt 18. Okay. Doch noch ein gelungener 18. Komm, ich bring dich nach Hause. Schade. Dann gehe ich auch mal hoch. Hey, Chefe, heißt der Laden hier No Limits? Mach mal voll, nicht so geizig. Jawohl. Tschüss, Süße. Hey, und trink nicht so viel. Spaß noch. Cheers. Geht doch. Ja, das mit dem Spaß haben, meine ich. Ich kann mich nicht beklagen. Und ist doch auch besser, als jetzt mit du weißt schon wen vor dem Kamin zu sitzen und Klassik zu hören, oder? Der Laden hier ist sowieso nichts für Ansgar. Viel zu junges Publikum. Steht eben nicht auf kleine Mädchen. Hör nicht auf die. Die redet eh nur Müll. Hast schon Andi. Na komm schon. Rück raus mit der Sprache. Victoria Wolf war noch mal hier. Sie will, dass wir Kim auf keinen Fall was sagen. Dann seid ihr euch also einig? Entschuldige. Kim. Kim. Oh, du erinnerst dich an mich. Ich wollte nur sagen, dass es mir fantastisch geht. Ja, das freut mich. Ja, mich auch. Und ich habe übrigens dein Problem kapiert. Welches Problem? Dass ich noch keine Erfahrung habe. Ich habe jetzt hier jemanden kennengelernt, der wird das ändern. Kim, hör zu, dass du noch Jungfrau bist. Moment mal, du hast jemanden kennengelernt, der... Kim, du wirst das nicht tun. Kim, hör zu. Kim. Kim! Da hat hier schnell jemand die Vaterrolle übernommen. Soll ich dir was sagen? Sebastians Befindlichkeiten sind mir sowas von scheißegal. Du kannst dir vielleicht selbst was vormachen, aber ich fall da nicht drauf rein. Hey, er schickt dir diese Taube mit dem Ring und diesem Liebesbeweis. Das ist so romantisch. Das Ding ist kaputt. Und dann erledigt er mal so schnell nebenbei deine wichtigsten Geschäfte. Ich habe ihn nicht drum gebeten. Aber gefallen hat es dir doch. Meine Güte, er hat ein bisschen Einsatz gezeigt. Na und? Es interessiert mich nicht. Doch, Tanja. In unserem ganzen Leben begegnen uns vielleicht 2, 3 Menschen, die wirklich zu uns passen. Mit denen wir glücklich sein können. Das wegzuwerfen, das ist einfach nur dumm. Aber vielleicht habe ich deine Intelligenz auch überschätzt. Gräfin Ladenstein, Sie hatten mich gebeten, das Ungeziefer zu entfernen. Das hübsche Täubchen. Ja.
Obwohl, Justus, warten Sie mal. Das arme Täubchen hat was Besseres verdient. Hey, wo steckst du denn den ganzen Tag? Ich habe halb Palma nach dir abgesucht und dir jetzt 6 Nachrichten auf deiner Mailbox hinterlassen. Ja, vielleicht war der Akku leer. Wir waren den ganzen Tag am Strand. So was Dummes. Ausgerechnet heute, wo ich dich mit Flugstunden überraschen wollte. Flugstunden? Das tut mir leid. Willst du mir etwa unterstellen, ich hätte deine Überraschung absichtlich sabotiert? Ich wusste nichts davon. Ich sag ja gar nichts. Es ist nur ein merkwürdiger Zufall. Und die häufen sich, seit du bei uns wohnst. Wie gesagt, ich wusste nichts davon. Ja. Sagen kannst du viel, wenn der Tag lang ist. Sag mal, ausgerechnet du wirfst hier irgendwelchen Leuten vor, dass sie es nicht so genau mit der Wahrheit nehmen, oder was? Ich glaub's ja nicht. Du wusstest von den Flugstunden. Ich hatte Timo endlich so weit, dass er wieder mit dir redet. Und du machst in wenigen Sekunden alles kaputt, wofür ich den ganzen Nachmittag gebraucht habe. Ich weiß nicht, ob ich mich für dich noch mal einsetze. Sag mal, willst du nicht doch mit uns auf Tour kommen? Hm? Ich glaube, wir beide würden riesig Spaß haben. Bestimmt, aber ich kann leider wirklich nicht. Und dabei könnten wir jeden Abend nach der Show machen, was... Hey, nicht. Entspann dich. Ist jetzt so viel los? Hey, der Tubus ist draußen vor der Tür. Hey. Heute Nacht zeige ich dir, was Rock'n'Roll ist. Ich will ja nicht geizig sein, aber... Haben wir nicht was vergessen? Ach so, ja. Danke. Der Abend hat sich gelohnt. Was ist das denn jetzt? Vielleicht hat sie sich's anders überlegt. Ah ja, soweit kommt's noch. Erst einen heiß machen und sich dann auf einmal verpissen. Moment mal. Ist der überhaupt echt? Sag mal, Alter, hast du ein Problem? Kleine Scheine wäre mir lieber. Geht doch. Hey. Na, wie sieht's aus? Wollen wir was zusammen trinken? Sag mal, kenne ich dich nicht irgendwoher? Naja, ich bin Model. Ja klar, wusste ich's doch. Echt? Ja. Und wie sieht's aus? Model, Rockstar, passt doch, oder? Vielleicht. Dann mal bitte 2. Aber jetzt geht es ihr doch besser, oder? So oder so, ich möchte, dass mein Enkel auf Königsbrunn aufwächst. Noch ist Tanja doch nicht weg. Hier scheint sie aber auch nicht zu sein. Egal, was Tanja sagt. Es hat dir gefallen. Du bist auf dem richtigen Weg. Justus, wissen Sie vielleicht, wo Tanja ist? Sehr wohl. Die Gräfin hat soeben das Schloss verlassen. Sie bat mich jedoch, Ihnen diese Nachricht zukommen zu lassen. So wie es aussieht, habe ich heute Abend eine Verabredung. Zum Essen. Hey, hast du auf mich gewartet? Ich schwelge gerade in Erinnerung. Hier, guck mal. Dein erster Schultag. Oh Gott, wie ich da aussehe. Süß siehst du da aus. Papa, ich hab da Rattenschwänze und ein Frotteekleid. Ich sag ja, süß.
Oh Gott. Und jetzt ist meine Kleine schon 18. Boah. Also irgendwie war das Leben mit 6 einfacher. Das Leben wird nicht einfacher. Aber man lernt dazu. Trotzdem macht man Fehler. Ich glaube, deine Mutter hätte heute sehr gern mit dir deinen Geburtstag gefeiert. Willst du nicht wenigstens versuchen, sie zu verstehen? Papa, ich kann dir das wirklich nicht verzeihen. Herzlich willkommen. She's a fool and don't I know it, but a fool can have her charms. I'm in love and don't I show it, like a babe in arms. Love's the same old sad sensation. Geht's dir wieder besser? Lately Viel besser. I've not slept a wink. Das Geschäft mit Johnson war wichtig für mich. Since this half pint Danke für deine Hilfe. imitation put me on the blink. Zum Wohl. Auf dich. Du bist doch immer wieder für eine Überraschung gut. Das hoffe ich doch. A simpering, whimpering child again. Bewitched, bothered, and bewildered am I. Ich habe schon bestellt. Couldn't sleep and wouldn't sleep. Ich wollte mich revanchieren. Nicht nur für das Geschäft, sondern vor allem für diese wirklich romantische Überraschung von heute Morgen. Ich wusste, dass sie dir gefallen würde. Gefallen ist gar kein Ausdruck. Darf ich? Lost my heart, but what of it? She is cold, I agree. She can laugh, but I